isn't recording. Oh man. Hold on, I think I pressed stop. Willkommen zu meinem Vlog. Ich habe heute frei, heute ist der 1. Oktober und ich habe mir den ersten und den zweiten freigenommen, weil wir haben am Montag einen Feiertag und da wollte ich so ein extra langes Wochenende haben. Ich mache gerade Frühstück, so es gibt jetzt gleich Kaffee, schwarzen Kaffee und Haferflocken mit Erdbeeren, Blaubeeren und Banane. Ohne Witz, jedes Mal, wenn ich filme, wenn ich meinen Kaffee mache auf Kamera, macht meine Kaffeemaschine irgendwas Komisches. Okay, heute vielleicht habe ich das nicht richtig zugeschraubt, aber jedes Mal, wenn ich versuche, einen tollen Kaffeeshot zu machen oder sonst irgendwas, explodiert meine Kaffeemaschine. Anyway, jetzt haben wir hier Erdbeeren, Blaubeeren. Ich warte jetzt gerade auf meine Haferflocken. Mein Kaffee ist ja jetzt fertig. Der ist aber wahrscheinlich viel zu heiß. Oh, ich liebe den Geschmack vom verbrannten Kaffee. Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mir eine neue Kaffeemaschine hole. Something that I want to use every day, so that's why I stopped buying from Too Faced. Well, and then Jared Blandino did some crap too that I was like, I watched recently. I don't know what I'm talking about. Just feel like they've completely fallen off, and maybe because people stopped buying the stuff. Hier ist mein Frühstück. Ich weiß, es sieht jetzt nicht so super toll aus wie auf den Fotos, aber das ist mir egal. Es schmeckt gut und das ist das Wichtigste. Hallo, wie geht's? Es ist
der 6. Oktober. Wir kommen gerade von einem langen Wochenende und ich hatte ein extra langes Wochenende, weil ich hier frei hatte, 2 Tage. Heute möchte ich meine koreanische Suppe kochen. Also es ist nicht meine koreanische Suppe. Ich habe ein koreanisches Mädel auf YouTube gesehen, die hat das gekocht und ich koche das halt nach. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich Wasser, 500 Milliliter Wasser aufgekocht, 10 Anchovies reingemacht und Knoblauch. Das lasse ich jetzt anköcheln. Und dann machen wir die Hauptzutat rein. Also, das ist nicht die Hauptzutat. Aber was ich mache, ist, ich versuche mich durch verschiedene koreanische Tomaten-, Paprikasoßen. Und das ist, glaube ich, nicht für eine Suppe gedacht, weil das ist mehr so ein Eintopf. Am Ende des Tages ist es irgendwie alles das Gleiche. Da ist da ist Wasser drin, rote Paprika. Das lasse ich jetzt 10 Minuten kochen. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhrzeit geguckt. Und dann mache ich das rein und dann fische ich die Anchovies raus. Und dann habe ich hier schon Zutaten vorbereitet. Das sind Kartoffeln, Zucchini, Tofu und Zwiebeln. Normalerweise mache ich viel mehr Zwiebel rein, aber ich habe Angst, dass es eine Zwiebelsuppe wird, wenn ich mehr Zwiebel reinmache. Nachdem ich die Anchovies rausfische, dann werde ich die Kartoffeln reinmachen, dass die weich werden. Dann die Zucchini und dann das Tofu und die Zwiebeln kommen als letztes rein, weil ich mag es nicht, wenn die Zwiebeln total verkocht sind. Ich mag es, wenn sie schön crunchig sind. Ich mag Zwiebeln sehr, aber nicht, wenn die total tot gekocht sind. Das gleiche mit der Zucchini, deswegen mache ich die fast zum Schluss rein. Lass uns kochen. Ach so, dazu gibt es noch Reis. Ich muss jetzt noch Reis aufsetzen. Reis gibt es halt an der Seite. Du brauchst nicht Reis, musst nicht Reis, wie du willst, was auch immer dir schmeckt. Ja, so viel zu kein Eintopf. Das ist jetzt mehr ein Eintopf geworden als eine Suppe. Ich mache immer zu viel Tofu rein, aber ich mag das. Ich versuche immer weniger zu kochen, aber am Ende, weil ich so viele Zutaten immer reinmache, kommt es immer mehr raus. You will. Lass das jetzt noch ein bisschen kochen und dann wird angerichtet. Der Reis ist noch nicht mal fertig so.
trage ein weißes T-Shirt. Das wird wahrscheinlich nicht so lange weiß bleiben. So, hier ist meine Suppe. Die ist ein bisschen scharf geworden. Ich habe nicht so richtig aufs Päckchen geguckt. Die ist ein bisschen scharf. Und morgen wird die wahrscheinlich noch schärfer sein. Brauchst kein Salz, kein gar nichts. Ohne Witz, wenn du einen guten asiatischen Supermarkt bei dir hast und die verkaufen diese koreanischen Soybean-Pasten. Ich werde euch ein paar hier irgendwo einblenden und unten verlinken. Wenn ihr diese kaufen könnt, dann macht diese Suppe, ist so absolut lecker. Ich glaube, das ist die beste Kombination, die ich bis jetzt gemacht habe. Ja, ohne Witz. Letztes Mal habe ich so eine Seafood-Suppe gekauft und die war nicht so lecker, also mir hat es nicht geschmeckt. Aber das ist die beste Kombination, obwohl es ein bisschen scharf ist. Beste Kombi. Ohne Witz. Ja, ich werde jetzt mein Abendessen genießen und ein bisschen YouTube schauen. Und dann sehe ich euch bald wieder. Bye! Hallo, ich bin gerade vom Einkaufen zurück und wollte euch so zeigen, was ich so gekauft habe. Warum auch nicht? Womit fangen wir an? Wir fangen an mit eingelegten Tomaten. Wie ihr vielleicht wisst, ich bin russische Abstammung und ich liebe eingelegte russische Tomaten. Dann haben wir Bananen für Smoothies und ich habe Tomaten, weil ich meine Tomatenpasta machen möchte. Und dazu habe ich auch noch eine Zwiebel und eine Jalapeno. Dann habe ich eine Kartoffel. Ich möchte geröstetes Gemüse mit Käse machen. Und dafür habe ich die Kartoffel und ein Brokkoli. Ich habe Chicken Nibbles. Ich habe hier ein Gluten. Ist das glutenfree? Ja, glutenfree. Cornflakes, aber ich bin nicht glutenfrei. Gluten ist einfach nur, weil die im Angebot waren und ich die probieren wollte. Wassermelone, ein Koda, ein Viertel Wassermelone. Hier kannst du Wassermelone geschnitten kaufen, halbe, Viertel. Ich habe hier Schmand und zwar habe ich hier Champignons gekauft und Schmand. Das möchte ich zusammen braten und eine Champignonsauce machen. Ich habe Babyspinat, organischen Babyspinat, also Öko, würdest du das auf Deutsch nennen? Für meinen Mann seine Smoothies. Ich habe einfach nur einen Mixed-Salat. Gurken für Salat und für Smoothie. Ketchup, weil wir einfach kein Ketchup mehr haben zu Hause. Und es ist immer gut, Ketchup zu haben. Ich habe Rind- und Guinness-Pie gekauft. Die schmeiße ich in den Ofen. Das ist ein ganz schnelles Mittagessen. Die hole ich beim Metzger. Die sind sozusagen, der Metzger macht die und dann verpackt er die und dann verkauft er die. Und das schmeckt richtig, richtig gut. Mandelmilch, weil ich trinke ja keine normale Milch.
Ich möchte so ein bisschen von Säumilch mich auch distanzieren. Ich habe hier einen Eiskaffee mit Hafermilch. Und schmeckt richtig gut. Und dann habe ich mehr braune Champignons gekauft. Die machen wir dann zusammen mit dem Hühnchen im Ofen. Chobani Joghurt. Das ist, ich würde sagen, das ist der teuerste Joghurt, den sie hier haben. Und es ist aber auch, der schmeckt am besten. Und dann haben wir Kokosnuss-Joghurt für die Smoothies für meinen Mann. Kann man hier Chips kaufen, oder das ist Popcorn und das sind so Flips, das sind so Erbsenflips. Und die kaufst du, das sind 5 kleine Packungen in jeder Packung drin und das war 2 für $5. Ich glaube, die kosten 3 und $3 und dann sparst du $1, wenn du die zusammen kaufst. Und ich mag diese hier, die Flips. Das ist so gebackene Flips und die sind angeblich gesünder als normale Chips. Und ich bin ja auch so eine Person, Chips vor Schokolade. Wenn du mir Schokolade oder Chips anbietest, werde ich immer die Chips annehmen. Und dann letztens habe ich angefangen, Popcorn zu essen. Und das ist leicht gesalzen und leicht gesüßt.